klingt auch nicht schlecht. Herr und Frau Hopolit, bitte nehmen Sie am Kampfgeschehen dran teil. Danke für Ihre Anfrage. Wäre zumindest schön, ne? Wir brauchen nur noch ein Radlager. Aber ist halt nicht meistens so, das, was man am Ende noch braucht, das kommt nicht oder es taucht nicht auf. Einfach nur schimpfen. Einfach nur schimpfen. So, damit haben wir die Klamotten dann auch. Für die Quest. War so logisch, dass da noch einer kommt. May the winds of peace. Security alert code Bravo. Security alert code Bravo. Na, latschen wir mal wieder zurück. Geben wir das ab. Teleportieren uns nach Yusnaan. Sagen dem Kollegen mit seinem Tagebuch Bescheid. At the end of battle awaits heaven. Oh, ruhig ein bisschen durchdrehen, ne? Aber wir haben ja so oder so noch eine Quest aus der Wüste, wo wir gefühlt die ganzen Wüstenpanzer sammeln müssen, oder? Warte mal. Ich meine, da war was, ne? In der Wüste. Die letzte Bestie? Nein, das war nicht. Die letzten. Lebensdauer einer Maschine? Oder war das eine magische Wunschtafel aus der Wüste? Trockene Schuppe. Wüstenrose. Nee, gar nicht. Trockene Schuppe. Ach, guck mal, das sind sogar ganz andere Eidechsenschwanz. Ja, okay. We are each cursed in our own way. Keep up if you can. Better get ready for the Geht ja relativ zügig. The holy light will purify your soul. Hope the next goes as Echt overpowered, das Ding, ne? Ja, beruhigen Sie sich. Alles gut. Nehmen Sie meine Seelensamen und alles gut. Ob es da irgendwo auch ein Limit für gibt, irgendwie. Also ich finde das echt schlimm, ne? Also hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich mich so dran erinnert, dann hätte ich gar nicht so oft die Zeit angehalten, um ehrlich zu sein. Weil ich die Zeit so... Ach, jetzt auf einmal? Was ein Quatsch, warum? Suche nach Leben. Lindwurmschuppe. Saturnus und Zyklopen. Ah. Verbotene Schrift Etros. Ach, das war auch... Ah, das sind alles schon wieder so Sachen, da erinnere ich mich schon gar nicht mehr dran. Das ist schon wieder so lange her, als wir das gespielt haben. Ja, aus den Wildlands. Die Sache, glaube ich, ne? Gut, gut. Dann... Ja, dann nach Luxerion, Südbahnhof. Doch, der müsste am Südbahnhof sein, meine ich, ne? In der Nähe vom Südbahnhof, oder? Ja, ich denke schon.
Ich meine, irgendwo tut mir das ja leid, ne? Hier mit dem Durchspielen gerade. Dass das hier wirklich so eine Sache ist. Das ist ja genau das gleiche wie mit Nier Automata. Da muss man ja auch so oft durchspielen, bis man wirklich alle geheimen Enden bekommen hat. Oder geheimen, nicht geheimen. Auf jeden Fall generell alle Enden. Muss ich mal gucken. Ich meine, der Typ, der saß... Wo saß der denn? Am Glockenturm. Da hinten saß er auf jeden Fall, genau. Also hier lang. So, geben wir ihm mal sein Büchlein. Wir haben es ja nicht gelesen. Well, hello. You've returned. Could it be? Ja. Do you have it? Ja. Yeah. It took a while, but I found your journal. That's incredible. I don't know how to thank you. May I? What? No. It can't be. Did this happen to me? But it did, didn't it? For centuries, I averted my eyes from this horrid past. I created false memories to replace what had really happened. I don't quite follow what you're saying. What was written in that thing? I had a wife and child. Wait, I thought you said you never had a family. That's what I thought too, until I read this. But now, I remember everything. I had a family, a beautiful wife and lovely daughter. Oh, they were everything to me, the light of my life, until that fateful day. Without warning, they were taken from me in the most horrific and gruesome manner. As hard as they tried, the authorities never found the culprit. I was overwhelmed by rage, the need for vengeance, and grief. My mind couldn't handle it, and made it go away. And reading the journal has broken that seal. It made you remember everything again. Ranulf, let me help you find him. I've made you remember your pain. At least let me help you find the truth. Please, there's no need for that. No need for revenge or the truth. I've been without my memories for quite a long time now, because I couldn't cope. Sealing the past helped me forget the pain, but I'd also forgotten the blissful days I'd spent with my lovely family. The world will soon end, as we all will. But in the short time I have left, I want to remember the times I spent with my family. I don't need anything more than that. That's all I want. Anyone else in your situation would be burning with rage. Of course I'm angry, and I haven't forgiven the one behind this. But there's little time left in the world for all of us. I don't want to spend the rest of my days being miserable. I want to relive the memories I had with my loved ones instead. I know the days I had with my family were short-lived, but they were the best days of my life. Thank you. You've helped me retrieve the most important thing in the world. My forgotten memories. Einfach I'm so. glad it all worked out. Although, there are still a lot of unanswered questions. But what do you think, Light? If Ranulf's okay with not knowing the truth, so be it. I want him to spend his last days in peace. He's a good man and deserves happiness. We're done here. Let's leave him be. Vor allem, wie er einfach weg ist jetzt. Kann ich mir am besten wenig vorstellen. Als ich gerade A gesagt habe, habe ich mehr gedacht, so dass er die vielleicht selbst getötet haben könnte und einfach aufgrund dessen die Erinnerung ja, vergessen wollte. So, zu dem anderen Kollegen kommen wir jetzt gar nicht hin, da wir jetzt nicht auf die andere Seite kommen. Das heißt, da liegt was. Das heißt, jetzt können wir uns trotzdem noch ein bisschen umsehen. Sollen wir ein bisschen in der Städte hin und her reiten und gucken, ob wir dort noch irgendwo eine Quest finden, die wir vielleicht noch übersehen haben? Ja, ne? Kann ja Sinn machen, ne? Ein alter Freund. Okay. Brautschau. Ja, genau, das meine ich ja. Da kommen wir ja sowieso erst ab 0 Uhr rein. Falsche Rose. Keine Ahnung, wo man eine Phantomrose herkriegt. Stimmen aus dem Jenseits. Ja. Gut. Dann teleportieren die Wildlande am Bahnhof.
Auf. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt hier überschaubar ist. Im Sinne von, selbst wenn wir es durchspielen, ob es da irgendwie ein alternatives Ende gibt. Dass wir dann quasi dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Also quasi noch die letzten Quests noch holen können. Also. Irgendwann in der Richtung. Abschließen, wir haben 30. Ja, das ist ja schön. Aber wir kriegen richtig viel TP hier, ne? Also Trefferpunkte allgemein hier. Genau deswegen wollte ich hier hin. Kein Bock zu latschen. Ja, vielleicht sollte ich wirklich einfach mal überall hoch durch, wie auch immer, gucken. Ob sich irgendwo noch was findet. Aber ich habe echt die steile Vermutung, dass wenn wir hier aus dem Areal wirklich komplett durch sind, außer das letzte hier mit den, ja hier, wie heißen die Kollegen noch gleich hier? Children of Etro. Ich konnte nicht pflanzen, da ich nichts habe. Ich muss erstmal was kaufen, denn ohne Samen kann ich nichts pflanzen. Also, sehr schlecht. Von wem konnten wir denn nochmal hier die Samen kaufen überhaupt? Kann ich ja gerne mal... Doctor, listen. Ja, ist ja gut, wir kennen es ja schon. Creme. Warte mal, Creme? Ich konnte dir doch irgendwo Samen kaufen, ne? Oder generell Samen zum Einpflanzen. Ich kann mich aber echt nicht mehr dran erinnern, mit wem ich da gesprochen habe hier. Du warst ja bestimmt nicht, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Assistentin, war Serah selber? Ja, der Informant mit Sicherheit nicht. Oh, der quatscht mich hier wieder voll. Ich konnte doch irgendwo diese Samen kaufen, ne? Oder halt auch nicht. Habe ich mich wohl vertan. Hier geht's Stadt der Trümmer. Ja, da brauchen wir eigentlich auch nicht hin. Da haben wir eigentlich auch schon alles rausgeholt. NPCs standen da nicht. Vielleicht jetzt im Nachhinein. Weil wir noch diese Phantomrose irgendwo finden, ne? Ja, alles nichts Halbes, nichts Ganzes hier, ne? Irgendwie, man läuft hier rum, man sucht krampfhaft, verzweifelt nach irgendwas, also... Da weiß man auch, warum die Leute damals Final Fantasy 13 nicht so gut gefunden haben. Weil die Teile nicht so schön übergangsmäßig ineinander gepasst. Ich meine, passend tun sie von der Geschichte her, zwar ein bisschen komplex. Die Zusammenhänge irgendwo zu sehen, zu finden von den ganzen einzelnen Stücken. Aber ja. Also falls ihr mich fragt, für mich ist Lightning Returns auch irgendwo der schlechteste Teil in der Trilogie. Wobei schlecht würde ich jetzt nicht betiteln, aber irgendwie auf eine Art cool gemacht. Ja, wir haben doch schon miteinander gesprochen, danke. Aber auf einer anderen Art... Ach, guck mal, hier ist doch noch eine Quest. So lieblos einfach. Another disaster! Those woolly-headed ovine have done it again! What goes on in those tiny heads of theirs? Why do they do this? Sounds like you have more sheep trouble. I'd say I do!
The fuzzy sheep have effected a mass escape. Every single one of them gone. Doctor, you must calm down. What? Oh, sorry. You could hear me from over there? They could hear you back in Luxerion, I'd say. Jetzt macht die schon Oh, Witze. it's just I'm so upset. This young lady is Millie, a good friend of mine. Now, Millie, did you need something? Milli. Nothing. It's just that, well, I think I know why the sheep ran away. You do? Pray tell. Last night, I heard some kind of ruckus around the pens. I couldn't tell what it was, but I'm thinking it must have put the sheep into a panic. Maybe it was some kind of monster, and it tried to get at the sheep. I see. So the sheep were terrorized by the occurrences of the night. Something reminded them of it, and they bolted en masse. Well, that certainly would explain their behavior. But I'm no closer to getting them back. It is near impossible to herd a whole flock of panicked sheep. The only thing that could drive them back is something bigger and scarier than what they saw in the night. Mit Sicherheit schnarcht er so laut. Like a chocobo. Herden treiben, setz dich auf deinen Schokobo und treibe den Herrenführer zu wenig Farm. Gemeinsam fühlen sich die Wolkenschafe stark, lassen sich auch von wild geschwungenen Waffen nicht beeindrucken. Jage sie auf deinem Schokobo zurück in ihr Gehege. Insgesamt sind 3 Herden. Ich habe mir jetzt schon gedacht, dass hier irgendwelche Quests noch auftauchen. So, is this what you need? Merci beaucoup, Monsieur Cole. Gott. I told you, no one's supposed to know I'm alive. Oh mon Dieu, pardonnez-moi. I'm so sorry. Ah. What are you? We meet again, Cole of Canopus Farms. Well, you found me out. So, it was you all along. I'm sorry, young lady. I didn't mean to make you part of the deception. Tell me, when poor Serah read my letter, did she shed a tear for her father? She did more than that. I suppose she was inconsolable. She's still just a child. She lost her mother when she was too young. For a long time, it's just been the two of us. And that's the whole problem, see? She's grown too dependent on me. Always needing me to look after her. She's got to learn how to stand on her own 2 feet. I can't look after her forever. Kids have to strike out on their own eventually. She's a skilled farmer, and she's done wonders with that field. I know she can make it on her own, but she doesn't believe she can. I thought the best thing for her would be if I just disappeared. Faked my death and left her life for good. A nice clean break. For who? Huh? You say it's for your daughter's sake, but it's not just about her now, is it? Or will you tell me I'm wrong? No, I cannot tell you that. Yes, I have another reason. I've wanted to leave the village for a long time now. I have to go on a journey, you see, to find my wife. Gone these many years. Your wife? And Serah's mother? Yep. She disappeared years ago. Most folk have given up on her and figure she must be dead by now. She's gone, Cole, they tell me. They try to convince me to let her go, as if I could. I know she's alive, somewhere out there. Hope springs eternal. You mocking me? You think I'm wrong? I've lost family too. My younger sister. Every hour I pray to see her again. Then you understand how I feel. Yes, and I think Serah will as well. If you explain to her why you have to go, she'll give you her blessing. You don't need to fake your death. Why make her grieve anymore? I don't want to hurt her. But you're wrong. She'd refuse to let me go. It's better this way. It's what she needs. I mean, look at me. It wasn't until my father passed that I learned to fend for myself. I still miss him, though. He was a stubborn bastard, no doubt about it. But by God, he knew about growing veggies. I relied on him for everything, right up until the day he died. Now, I've got to go. You have to promise me to keep this a secret. Don't you blab to Serah. I've got a long journey ahead of me, and I need to pack my saddlebags. A stubborn bastard. Someone who is an expert at You, that Es ist ja nicht so, als wenn wir uns das nicht schon von Anfang an irgendwo gedacht haben. Ne?
Chaos. Serahs hat um ihre Unabhängigkeit zu schenken, täuscht er seinen eigenen Tod. Über diese Geschichte fällt Lightnings Stücke für Gereise im Forschungslager ein. Eigenartig, dass es so ein interessantes Kurs in Sachen das Wohlergehen zeigt. Boah, yo, da war irgendwo ein alter Mann. Wo war der denn nochmal? Oh, da war was. Wo haben wir den denn getroffen? Description sounds a lot like the Tantal Greens farmer. Tantle. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Ich erinnere mich. Merci beaucoup. If I have, however, Ich erinnere mich jetzt, wer das war. Ja, okay. Stimmt. Ich erinnere mich dran, wer es war. Wie gut, dass sie in der Nähe sind. Also hier ist einmal so eine Herde, mehr oder weniger. Da vorne ist eine Herde. Also doch noch ein bisschen was zu tun, ne? Aber immerhin lässt sich das hier vernünftig steuern, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich da an... Leider kann ich es euch nicht zeigen, da ich das Spiel nicht mehr besitze, beziehungsweise die Konsole auch nicht mehr. Wobei ich habe zu früh mich gefreut hier. Jetzt geh doch da rein, Mensch. Wenn ich an den Anfang von Zelda Twilight Princess denke, wo wir natürlich auch eine Herde zusammentreiben müssen. Das war nicht ganz so toll, um ehrlich zu sein. Das war sogar richtig scheiße. Hat zwar funktioniert, aber hätte ruhig gerne einen Ticken besser funktionieren können. Tja, wo ist die letzte Herde? Aber so weit weg kann die eigentlich gar nicht sein, meine ich. Wenn die nämlich schon in der Nähe waren, kann das ja eigentlich auch nur irgendwo hier höchstwahrscheinlich in der Nähe sein. Oder vielleicht hier oben. Ich sehe überall nur Schafe, ne? Aber irgendwie nicht die, die wir brauchen. Ach komm. Ich meine, das wäre jetzt natürlich auch ein Ding, wenn das Ganze mal ein bisschen weiter weg wäre. Na, was ist denn jetzt hier? Hat doch gesagt 3 Stück. Das wird doch jetzt wohl nicht irgendwo auf dem offenen Feld sein, die letzte Bande. Da hätte ich jetzt mal gar keinen Bock drauf. Aber ich finde die auch nicht, ne? Ich finde die auch nicht. Gegner haben wir auch nicht mehr so viele. Das heißt, wir können auch die IP nicht so auffüllen. Aber wobei, wir haben ja, glaube ich, einen Trank dafür, ne? Irgendwas hatte ich doch, glaube ich, um IP aufzufüllen. Ja, irgendwie verändert sich die Melodie auch kontinuierlich hier. 2, 2, 1, 1.
Oh, wir haben Gegner. Shine hope on the future. Ach, da haben wir den letzten, okay. Ah, die Julblume wächst also auch wieder nach? Yule's flowers are still blooming here. Ja, das weiß ich ja, der vollständig genesen ist. Ja, aber hier haben wir dazu ein bisschen der letzte Schaf, okay. Nee, Kollege. Geh mal da ruhig da hoch hier. Genau. Und jetzt rechts abbiegen. Komm. Rechts. Rechts. Andere rechts. Schuhkackvieh. Okay, so bewegt er sich gar nicht. Was, ist ein bisschen sauer, oder was? Wieso bewegt er sich denn jetzt nicht? Was ist jetzt nicht dein Ernst? Lauf doch einfach. Ach, jetzt hat er sich bewegt. Komm, mach hin. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Und ich will ungern die Zeit anhalten hier. Na, los, rein da. Soll ich einfach reinlaufen? Words are not enough to express the depth of... Don't lose him again. Indeed, that mystery remains unsolved. Why did Millie suggested that a monster put a scare into them? She's nowhere to be seen. That's not like her. Things to do, maybe? Yes, perhaps, but I'm a bit worried. She seems a little troubled in recent days. If I see her, I'll talk to her. I'd be grateful if you did. Ah, I almost forgot the most important thing of all. Ja, I must wer present damit? you with your just reward. Cremige Wolkenmilch. Perhaps this means nothing, but do you ever get the feeling you're being watched? I do. So, offensichtlich kann er nicht. Ich stand doch gerade da. Ach, jetzt ist Millie auch noch weg hier, oder was? Warum ist sie denn jetzt weg? Die stand... Ah, da ist sie. What was I thinking? I'm a fool. Hier bin ich, genau. What are you talking about? Well, all right, I'll confess. It was me who did it. I was the one who made all the sheep run away like that. There was no monster. There never was. In the dead of night, I saddled up a chocobo and rode around the pens, whooping and shouting. And that's what panicked the sheep? But why would you do that? Well, it's complicated. You see, I really wanted to give Dr. Sheep a reason to talk to you. So that's what this has been all about. Wouldn't it have been easier to just introduce us, like normal people do? He's been excited ever since he heard about your arrival in the Wildlands. But he's terribly shy, the doctor. He'd never be able to just approach a stranger, no matter how much I prodded him. Not in normal circumstances, it just wasn't going to happen, so I came up with a plan. I had to make him desperate enough that he'd totally need your help. Then he'd have to talk to you. So you chased away all the sheep. That threw the doctor into a total panic. You figured that in his desperation, he'd forget his shyness and talk to me. It does sound crazy looking back on it, but it worked. Except that since then, the sheep have been incredibly nervous and high-strung. Any little
whole thing is enough to set them off stampeding out of their pens and into the wilderness. Cannot be good for them. I know, I feel terrible about the whole thing. All I wanted to do was help the doctor, but instead I've made him worried sick. Not to mention years of research almost went down the toilet. If you're really sorry, you should tell the doctor what you did. No, I couldn't. What if he ended up hating me? If you don't, he's gonna keep worrying about what scared his sheep in the first place. Are you okay with that? You care for each other, don't you? Then tell him the truth. Care for each other? What do you mean? That is to say, yes, we do, but... You said it yourself. He's a very shy man, but he talks to you easily enough. Seems to me he thinks of you as something more than just a colleague. Just talk to him. He'll understand. All right, I will. Thank you so much. You've been so kind to me, despite all the trouble I caused you.